In diesem Video sprechen wir über 7 unbekannte und zum Teil sogar tabuisierte Fakten über traurige und depressive Menschen, über welche wir aber unbedingt einmal sprechen sollten, weil ich mir sehr sicher bin, dass mit einer besseren Aufklärung in der Gesellschaft sich auch sehr viel Leid verhindern ließe. Deswegen, meine Lieben, verlieren wir nicht viel Zeit und kommen gleich zu 7 Fakten über traurige und depressive Menschen. Nummer 1. Traurige Menschen finden nur sehr schwer Freunde, ja, werden häufig sogar von anderen verlassen. Warum ist das so? Natürlich, weil keiner Lust hat auf jemanden, der immer traurig ist, der immer die Stimmung vermiest, ja, vielleicht sogar mit seiner bloßen Anwesenheit. Ich muss an dieser Stelle ganz klar sagen, dass das natürlich ein real existierendes praktisches Problem ist, bei dem man auch die Gegenseite verstehen oder zumindest Verständnis zeigen sollte. Auf der anderen Seite hat das, glaube ich, auch sehr viel mit der Struktur unserer Gesellschaft zu tun. Dass man zum Beispiel traurige Menschen nicht in seinem Umfeld haben möchte, weil es einen vielleicht an die eigenen, nicht verarbeiteten, verdrängten Probleme und Konflikte erinnert. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele Vorurteile über traurige, ja, und insbesondere auch depressive Menschen. Zum Beispiel, dass diese Person ein Versager wäre, dass er sich nicht genug anstrengen würde oder vielleicht sogar, dass er mit seiner schlechten Stimmung, ja, das muss man hier so sagen, andere sogar nur provozieren wollte. Über solche Dinge aufzuklären, glaube ich, würde sehr viel auch dazu beitragen, dass traurige und depressive Menschen tatsächlich sehr viel besser auf einer echten und unverlogenen Art und Weise in der Gesellschaft Integrierung finden. Nummer 2. Depressionen verändern unser Essverhalten. Ja, das ist leider ein Fakt. Es ist dabei nicht nur so, dass depressive Menschen immer weniger essen, weil ihnen der Appetit wegbleibt. Nein, manche Depressive essen sogar sehr viel mehr. Ja, das ist das allseits bekannte Kummerfressen, wenn ich das hier so deutlich sagen darf. Das ist übrigens, das müssen wir hierbei auch noch erwähnen, auch ein Fakt, dass traurig sein auf Dauer, depressiv sein auf Dauer sogar die Verstoffwechselung der aufgenommenen Nahrung verändern kann, weil zum Beispiel viele Menschen, die dementsprechende Hormone in ihrem Blut herumschwimmen haben, häufig auch vermehrt Fett einlagern. Das ist ein großes Problem, das aber sehr, sehr unbekannt ist. Nummer 3. Das Rationalisieren von depressiven und traurigen Gefühlen. Ja, meine Lieben, das ist ein ganz großes Problem. Wir wissen ja letztlich alle, dass es keine objektive Wahrheit irgendwo gibt, dass es zumindest für alles und jeden so viele verschiedene Betrachtungsweisen gibt, wie es Menschen auf der Erde gibt. Ja, und das hat leider das Problem, dass wenn man lange genug über irgendeine Sache nachdenkt und sogar schon ein bestimmtes Ergebnis favorisiert, zum Beispiel sich selbst zu beweisen, dass die Welt dunkel und kalt wäre, dass alles schlecht ist, dass es sich nicht zu leben lohnt und so weiter und so fort. Ja, dass man dann über die Länge des Denkweges auch irgendwie dahin kommen wird. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem von traurigen und depressiven Menschen. Wir müssen uns fragen, dass deren denkerisches, scheinbar rationales Resultat, dass die Welt vielleicht nicht lebenswert wäre, nicht vielmehr einfach nur die alte negative Emotion im Deckmantel der rationalen Argumentation darstellt. Und das möchte ich an dieser Stelle auch noch anmerken, ist übrigens eines der gewichtigsten Argumente gegen zum Beispiel die Sterbehilfe. Die Sterbehilfe sagt ja, naja, wenn es rationale Begründungen, gute Begründungen dafür gibt, dass jemand nicht mehr leben möchte, dann helfen wir ihm dabei. Aber das müssen wir unter dem Blickwinkel, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen anzweifeln. Gibt es denn, wenn jemand eine offensichtliche depressive Erkrankung zum Beispiel hat, dann überhaupt objektive Denkergebnisse oder ist nicht auch dieses Ergebnis eigentlich Ausdruck seiner Krankheit? Ja, und wenn das Ausdruck dieser Krankheit ist, müssen wir uns die Frage stellen, ob das tatsächlich dem Willen, also dem gesunden, neutralen Willen dieser Person entspricht oder ob er nicht gar durch die Geißel seiner Erkrankung zum Teil oder ein Stück weit in seiner Willensbildung eingeschränkt ist. Ja? Ich möchte hier nicht werten über Sterbehilfe, ja oder nein, macht das von mir aus gerne in den Kommentaren, wenn euch das Thema interessiert. Aber das ist ein Punkt, den müssen wir und sollten wir an dieser Stelle einmal kritisch beäugen, wie ich finde.
Nummer 4, Probleme mit dem Schlafrhythmus. Ja, viele depressive Menschen, die natürlich auch in eine Grübelneigung kommen, haben extreme Probleme, abends einzuschlafen. Viele können zum Beispiel nur einschlafen, wenn sie sich einen Podcast anhören, damit sie ihre eigenen Gedanken nicht mehr hören müssen, aus dem ständigen Gedankenkreisen ihres eigenen Kopfes ausbrechen können. Auf der anderen Seite schlafen depressive Menschen häufig übermäßig viel und lange, fühlen sich aber trotzdem hinterher extrem erschöpft. Warum? Ja, weil es sich für sie so anfühlt, als hätten sie die ganze Nacht intensiv getrauert. Das ist ziemlich heftig. Wenn das einer von euch kennt und schon mal erlebt hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Man muss übrigens auch sagen, das ist jetzt mal ein zusätzlicher Fakt an dieser Stelle, dass man weiß, dass die Verkürzung des Schlafes bzw. eine Unterbrechung in der REM-Schlafphase Depressionen massiv lindern kann. Nachteil, das geht nur über einen sehr kurzen Zeitraum und ist ja ohne technische Hilfsmittel auch nicht möglich, weil man ja nicht weiß, wann bin ich in der REM-Schlafphase und man sich ja dann auch nicht selber aufwecken kann. Warum geht das nur über einen kurzen Zeitraum? Ne, das ist klar, ständiger Schlafentzug, das zermürbt uns natürlich, da wird man richtig kürre und kein Mensch kann das auf ewig aushalten. Deswegen wird das natürlich immer nur, ja, wenn überhaupt, ein sehr kurzfristiges Mittel sein, ist aber sehr interessant, hier mal zu hören, wie ich finde. Nummer 5, körperliche Schmerzen. Traurige und depressive Menschen haben häufig extreme körperliche Schmerzen. Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Nervenschmerzen, Zahnschmerzen, Rückenschmerzen, bei Frauen auch Brustschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Das alles kann im Rahmen von langer Traurigkeit und Depressionen auftreten. Das quält viele Leute natürlich zusätzlich und sie sind eventuell auch verzweifelt, weil sie zum Arzt gehen, zum Physiotherapeuten und der nichts findet. Trotzdem tut alles weh. Ja, was soll man da machen? Wichtig ist es, sich klarzumachen, dass traurige Menschen, und für Rückenschmerzen ist das übrigens sehr gut belegt, dass Rückenschmerzen in aller Regel psychischer Natur sind. Und dass es auch Menschen zum Beispiel gibt, die keinen Bandscheibenvorfall haben und Rückenschmerzen haben, es aber auch Leute gibt, die extrem viele Bandscheibenvorfälle hatten, aber keine Schmerzen haben. Das ist sehr interessant, sich erst einmal klar zu machen und auch vielleicht auch aus dieser Verzweiflung rauszukommen. Ich habe jetzt Schmerzen und mein Arzt findet nichts. Das kann daran liegen, dass es psychischer Natur ist. Das sich bewusst zu machen, kann helfen, das besser zu akzeptieren. Diese Akzeptanz kann zu einer Reduktion der Schmerzen führen. Und es ist übrigens mal wieder sehr interessant, inwieweit auch körperliche Symptome durch unsere Psyche bedingt sein können. Nummer 6. Sich schuldig fühlen geht Hand in Hand damit, vom System im Stich gelassen zu werden. Warum, werde ich jetzt erläutern. Ja, viele Menschen mit Depressionen insbesondere, ja, das ist wirklich ein Symptom von Depressionen, fühlen sich häufig schuldig. Schuldig dafür, depressiv zu sein, schuldig dafür, anderen Leuten durch ihre Anwesenheit zur Last zu fühlen und die gute Laune zu vermiesen. Ja, das geht Hand in Hand mit einem schon früher genannten Punkt. Schuldig zu fühlen, dass man vielleicht nicht arbeitsfähig ist und so weiter und so fort. Wichtig ist es zu verstehen, dass sich schuldig zu fühlen nicht angebracht ist. Ja, das ist nicht nötig. Ja, es ist ein Symptom der Depression, vielmehr diese Schuld zu empfinden. Ja, es gibt dafür aber keinen, das ist meine Sache, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, keinen tiefer liegenden rationalen Grund. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass dieses sich schuldig fühlen häufig dazu führt, dass Betroffene auch gar nicht zum Arzt gehen. Ja, die haben ein schlechtes Gewissen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sogar einem Arzt zur Last zu fallen und haben es 5000-mal schwerer als nicht-depressive Menschen zur Hilfe zu gehen. Ja, nicht-depressive Menschen, die gehen häufig gerne mal zum Arzt, auch wegen einem kleinen Schnupfen und so weiter und so fort. Aber Menschen, die häufig wirklich mal ganz dringend zum Arzt müssen, tun es häufig nicht. Und das ist ein großes Problem, dass in unserer Gesellschaft es häufig sowieso einem unnötig schwer gemacht wird, einen Platz für eine Psychotherapie zum Beispiel zu bekommen. Es ist sehr schwierig häufig, man muss viele Anläufe machen, man muss ewig lange in der Warteschleife der entsprechenden Hotlines, der Vermittlungshotlines, das habe ich in einem anderen Video schon mal angesprochen und kritisiert, verbleiben. Man muss ewig auf einen Psychotherapieplatz warten, bekommt eventuell die Kosten nicht übernommen und so weiter und so fort. Ja, das ist natürlich massiv ein Problem für Leute, die schon Startschwierigkeiten haben, sich Hilfe zu suchen, dass, wenn sie sich eventuell sogar Hilfe suchen, man ihnen dann aufzeigt, naja, tut mir leid, aber mit diesem einen Anlauf, der dich jetzt so viel Überwindung gekostet hat,
ist es leider nicht getan. Du musst noch 5 Anläufe machen. Tja, und viele Depressive lassen es dann gleich. Und das ist eine Systemkritik, die ich hier auch anbringen möchte. Bitte den Zugang für psychisch kranke Menschen, auch in diesem Video sage ich es nochmal, erleichtern. Alles andere ist extrem menschenverachtend. Das möchte ich an dieser Stelle so deutlich sagen. Und last but not least, Nummer 7, emotionale Leere. Ja, Fakt ist, die depressivsten Menschen sind nicht die Menschen, die nur traurig sind. Das ist leider ein Vorurteil oder ein Falschurteil, ein Falschwissen, das man häufig über Depressionen hat. Fakt ist, die depressivsten Menschen, um das hier mal so pauschal und griffig zu sagen, sind die Menschen, welche häufig gar nichts mehr fühlen, welche von ihren Emotionen vollständig dissoziiert sind. Ja, das ist ganz, ganz wichtig hier festzuhalten. Also nochmal, die depressivsten Menschen fühlen häufig gar nichts mehr. Und das führt zu einer extremen Entfremdung, auch von sich selbst und natürlich auch von der Welt. Ja, was ist das für ein Leben, wo ich völlig emotionslos einfach nur existiere, wie eine leere Hülle? Welchen Sinn hat es dann noch am nächsten Tag aufzustehen? Auch hier bitte, denn das ist sehr wichtig, viele Leute verstehen nicht oder wissen nicht, erkennen nicht, dass sie eigentlich eine Depression haben, die behandlungsbedürftig ist und die man mit einer Behandlung, zum Beispiel, ja, Fakt, Real Talk, mit einer medikamentösen Behandlung gut in den Griff bekommen würde, weil sie sagen, der Moment, Depression ist nicht mein Problem. Ich bin ja nicht traurig, ich fühle ja einfach nichts. Wenn du nichts fühlst über einen langen Zeitraum und dich das belastet, dann geh zu einem Arzt. Das ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, zumindest nicht mit einer geringen, eine Depression. Niemand sollte so durchs Leben gehen müssen und du hast es dir verdient, einen Arzt aufzusuchen. Ich habe es in einem der früheren Punkte schon gesagt, andere Menschen machen das auch. Und die machen das häufig ohne, ja, ich sage mal, gewichtige Gründe, wegen einem Schnupfen. Ja, also kannst auch du, wenn du ständig dich schlecht fühlst und leidest oder dich mies fühlst oder dein Leben nicht magst, bitte zum Arzt gehen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen inspirieren konnte. Das waren einfach mal 7, ja, zum Teil recht unbekannte und vor allen Dingen auch tabuisierte Dinge über Traurigkeit und Depression. Ich habe, letztes Wort in diesem Video, schon mal ein Video gemacht mit 2 sehr sympathischen Psychotherapeutinnen, die auf Depressionen spezialisiert sind und mit euch ihre besten Tipps und Tricks teilen aus depressiven Episoden. Ja, sich selbst da unterstützen zu können durch eigenes Verhalten, was man für sich selber Gutes tun kann. Schaut euch dieses Video gerne an, das ist die obere Endcard. Für heute bedanke ich mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Haltet die Ohren steif und lasst euch vor den Dingen nicht noch zusätzlich demotivieren von irgendwelchen Leuten, die vom Leben keine Ahnung haben. Und bis zum nächsten Mal.